Hallo Handelanfänger! Heute besprechen wir Strategien für Anfänger auf der Plattform Olymp Trade. Sind Sie bereit, die Grundlagen des erfolgreichen Handels zu erlernen und damit zu beginnen, Geld auf den Finanzmärkten zu verdienen? Finden wir gemeinsam heraus, wie Sie beim Handel erfolgreich sein können. Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Einzahlungen in nur 10 Minuten auf jeder Plattform verdoppeln können. Heute verwenden wir Werkzeuge, die jeder von Ihnen kennen sollte, als Sie auf dem Markt verdienen wollen. Wenn Sie sich dieses Video bis zum Ende ansehen, werden Sie alle Feinheiten der Arbeit mit diesen Indikatoren und Tools herausfinden, sodass Sie alles wiederholen können, was ich in diesem Video mache. Für die heutige Handelssitzung brauchen wir also zwei einfache Indikatoren. Fügen wir sie noch einmal hinzu. Wir öffnen den Bereich Technische Analyse, suchen den RSI und klicken ihn einmal an. Er hat Standardeinstellungen, wir brauchen nichts zu ändern. Dann suchen wir nach dem EMA-Indikator und klicken ihn einmal an. Die Periode des ersten Indikators ist 11 und er ist grün. Die Periode des zweiten Indikators ist 56. Fügen wir ihn noch einmal hinzu. Dies ist die zweite gleitende Durchschnittslinie. Die Periode ist 56 und die Farbe ist rot. Das war's. So einfach und schnell haben wir unsere Grafik erstellt. Achten Sie darauf, dass Sie die Grafik auf Gänze umstellen, damit wir möglichst korrekte und genau Informationen erhalten. Also fangen wir an. Also Leute, lasst uns den ersten Deal für das Fallen machen und ich werde euch alles erklären. In der Grafik gibt es zwei Hauptlinien des gleitenden Durchschnitts. Heute haben Sie die Rolle von Signalgebern. Wie man sie benutzt, erkläre ich etwas später. Was sehen wir im Moment auf dem Bildschirm? Erstens gibt es den langsamen Indikator mit 56 Halbperiode, seine Farbe ist rot, und da ist der schnelle Indikator mit 11 Halbperiode, seine Farbe ist grün. Wenn der schnelle Indikator unter dem langsamen Indikator liegt, bedeutet das, dass es einen fallenden Trend auf dem Markt gibt. Wir machen also nur Geschäfte, die innerhalb eines Abwärtstrends liegen. Ich hoffe, das ist klar. Und warum habe ich hier ein Geschäft gemacht? Ganz einfach. Erstens befindet sich der Markt in einem Abwärtstrend. Zweitens hat der Kurs diese langsame gleitende Durchschnittslinie wieder einmal erreicht und er hat zuvor ziemlich oft auf diese Linie reagiert. Das erste Geschäft war leider nicht profitabel, also habe ich den Betrag des Geschäfts erhöht und ein weiteres Geschäft eröffnet. Ich bin sicher, dass die aktuelle Kerze definitiv rot sein wird und wir einen Gewinn erzielen werden. So, welcher andere Faktor ist für diese Signale verantwortlich, außer der Berührung einer Trendlinie? Übrigens, hier ist das, wovon ich Ihnen erzählt habe. Der Diagramm rollt ziemlich oft von dieser Trendlinie zurück, sowie von der roten Linie. Wir werden es weiter sehen. Und dann sehen wir, dass sich der RSI in einer überverkauften Zone befindet. Und im Moment versucht er, aus dieser überverkauften Zone herauszukommen. Das ist noch nicht geschehen oder es ist noch im Gange. Ich sehe keine Kraft im Markt. Ich hoffe, dass der Markt von dieser Linie zurückkommt und der RSI für einige Zeit unter der 30er Zone bleibt. Wenn sich der RSI in einer normalen Zone befindet zwischen 30 und 70, dann können wir davon ausgehen, dass sich der Markttrend bald ändern wird. Dies wird langsam geschehen, da der RSI einen überverkauften Zustand verlässt und der Markt zunächst über die gleitende Durchschnittslinie hinausgeht. Danach wird er wahrscheinlich die zweite Linie erreichen und dann wird sich der Trend ändern. Wir werden später darüber sprechen. Beobachten Sie die Geschäfte. Also beobachten wir gemeinsam. Also Leute, die nächste Situation, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir bald einen Schnittpunkt dieser zwei Mittellinien sehen werden. Also eröffne ich ein Geschäft für einen Anstieg im Voraus. Lassen Sie uns die Interaktion dieser Indikatoren im Detail analysieren. Anstieg, also manchmal kreuzen sich die grüne und die rote Linie. Schauen wir uns diesen Schnittpunkt an. Die grüne Linie fällt unter die rote Linie.
Der Trend ist also von steigend zu fallend gewechselt. Während des gesamten Zeitraums, bis sich diese Indikatoren auf diese Weise kreuzen, gibt es einen fallenden Trend. Und die Indikatoren bestätigen ihn. Je stärker und aktiver sich also der neue Trend entwickelt, in diesem Fall ein steigender Trend, desto eher kreuzen sich die beiden Indikatoren. Ich hoffe, das ist klar. Sobald sich die grüne und die rote Linie kreuzen, wird ein Aufwärtstrend auf dem Markt bestätigt. Dies ist sehr leicht am RSI zu erkennen, der vor kurzem noch in der 35%-Zone lag und jetzt fast bei 70% steht. Das ist ein klares Zeichen für einen sehr starken Aufwärtstrend, sodass es in diesem Fall eine sehr gute Idee ist, mit einem Trend zu handeln. Wir können sehen, wie der vorherige Aufwärtstrend begann. Also sehen wir, wie wir sehen, war der Markt für eine ziemlich lange Zeit unsicher. Also es gab weder einen steigenden noch einen fallenden Trend. Der Markt befand sich lediglich in dieser engen Spanne, sodass ein Handel in dieser Situation unmöglich war. Aber sobald die grüne Linie die rote Linie nach oben kreuzte, zeigte sich ein Aufwärtstrend auf dem Markt. Wir sehen, dass dieser Trend ziemlich lang und stark war und wir hätten wirklich gut verdienen können. Aber jetzt hat sich der Trend geändert. Wir warten auf einen weiteren Schnittpunkt der Linien und steigen in den Markt ein. Warten wir zusammen. Also warten wir jetzt wieder darauf, dass sich die Linien kreuzen. Ich denke, das ist hier offensichtlich. Der Kurs durchbricht die rote Linie mit einer Periode von 56. Diese Periode ist sehr groß. Deshalb ist diese rote Linie für die Grafik so wichtig. Der Kurs durchbricht die rote Linie und kehrt nun zurück, um sie erneut zu testen. Normalerweise kehrt der Kurs, bevor er wieder ansteigt, vor der Fortsetzung des Trends, zu den wesentlichen Zonen zurück, um sie erneut zu testen, so wie in diesem Fall. Aber ich warte hier definitiv auf einen Schnittpunkt, der einen Aufwärtstrend bestätigen würde. Also sehen wir. Freunde, wir sehen eine schöne Reaktion dieser roten Linie. Wie wir sehen, steigt der Markt nach einem starken Rückgang wieder an. Wir warten auf einen vollständigen Schnittpunkt der roten und der grünen Linie und dann werden wir in den Markt einsteigen. Der Handel mit diesem Finanzinstrument wurde also nach dem kurzen Abwärtstrend eröffnet. Zu einem bestimmten Zeitpunkt fiel der Preis sogar unter den roten Indikator. Der Aufwärtstrend wurde auf dem Markt fortgesetzt und die beiden Indikatoren kreuzten sich. Der grüne Indikator überquerte den roten Indikator. Also jetzt liege er über dem roten Indikator, was den Beginn und die Bestätigung eines Aufwärtstrends bedeutet. Jetzt haben wir das Recht, sicher nach oben zu handeln, also suchen wir nach den profitablen Einstiegspunkten. Ich habe auf eine kleine Fraktur gewartet und bin nach der letzten roten Kerze in den Markt eingestiegen. Und wir bekommen einen weiteren Gewinn. Super! Leute, lasst uns versuchen, hier ein Geschäft für einen Anstieg zu machen. Der Kurs hat wieder einmal die rote Linie berührt. Diese Linie ist ziemlich wichtig für die Grafik. Wenn wir uns die Geschichte ansehen, sehen wir mindestens zweimal oder vielleicht mehr als zwei, wenn die Grafik von dieser Linie zurückging, bevor sie in den Aufwärtstrend fortsetzte. Der Rückgang ist hier aggressiver, aber ich hoffe, dass wir von dieser Linie eine Reaktion erhalten werden. Außerdem bewegt sich der RSI-Indikator stetig auf die 30er-Zone zu. Ich denke, früher oder später wird sich der Trend hier ändern, aber in diesem Fall werden wir versuchen, einen kleinen Rollback zu erwischen. Ich bin mit den Ergebnissen zufrieden. Weiter geht's. Freunde, beobachtet den tollen Aufwärtstrend dieses Assets. Ich denke, es ist an der Zeit, den letzten Deal zu machen. Warten Sie auf jeden Fall die Formation dieser Kerze ab, denn die beiden Linien werden sich wahrscheinlich kreuzen. Also warten wir.
Die Kreuzung passiert, das Signal kommt, er öffnet ein Geschäft für den Anstieg und beobachten Sie die Grafik. Wie wir sehen, hat das letzte Signal für fallende Kurse perfekt funktioniert. Auf der Grafik war lange Zeit ein großartiger Abwärtstrend zu sehen und Sie sehen selbst, wie viele Reaktionen wir von dieser roten Linie bekommen haben. Jetzt hat der Kurs diese rote Linie durchbrochen, was ein wirklich gutes Zeichen für die Fortsetzung des Aufwärtstrends ist. Außerdem kreuzen sich die gleichen Durchschnittslinien gerade, was die Trendwende bestätigt. Wie wir sehen, hat der RSI, unser Hilfeinstrument, fast die 70er% Zone erreicht und wir können eine kleine Reaktion von dieser Zone auch beobachten. Es wird also wahrscheinlich ein Geschäft geben, wenn wir weiter in den Markt innerhalb eines steigenden Trends einsteigen wollen, würde ich auf eine Korrektur warten. Zumindest der RSI sollte sich ein wenig beruhigen, dann wird ein Anstieg in den Markt für steigende Kurse viel sicherer sein als jetzt. Also außerdem gibt es hier ein so kleines horizontales Niveau. Also Leute, wir haben den Contest in nur 10 Minuten mit ein paar Geschäften um das Doppelte erhöht. Es gibt nichts Kompliziertes daran. Ich werde weiterhin mit dieser Strategie auf meinem Telegram-Kanal handeln. Wenn Sie also meine Deals heute kopieren wollen, klicken Sie gleich auf den Link in dem angehefteten Kommentar und in der Beschreibung. Und ich verabschiede mich noch nicht. Wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.